guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today I am here with a very amazing and a perfect video for you. So guys, as you all know, Goethe is reopened, and yes, now you can go there and give your exams easily without any issue. So yes. So guys, as you all know, Goethe is reopened, and yes, now you can go there and give your exams easily without any issue. So yes guys, finally I'm here with a thema series, and yes, today thema is very interesting as you have read in the caption already. So the thema topic will be Büro mit dem Fahrrad, which means office by bike. This is the most common and most asked thema topic by Goethe Institute. So yes, if you are in B1 or in B2, then yes, this thema topic will help you so much. Guys, before going forward, let me tell you, if you are new on my channel, then guys, German Gyan is a place where you can get all the German language facilities, online live session classes, A1, A2, B1, B2, C1 and C2, all the level. German Gyan best part is that easily you can get classes according to your comfort zone. We are open from 6 AM to 12 midnight, which means all 7 days we are open. So if you are a working person, or you are busy somewhere, or you have any work, if you are a mother, or if you want to do anything, then yes, German Gyan is going to help you. We are here to counsel you with all the doubts. Every Tuesday I'm gonna come live at 9 PM. So guys, please stay tuned, and yes, if you have any further question, then please guys do comment me right now. And yes, let's get started with the thema series. And yes, if you are new on my channel, then please do subscribe, click the bell icon so that you can get the notification very first of all my videos. So without wasting time, let's get started. Heute präsentiere ich das Thema Büro mit dem Fahrrad. Ich spreche über die folgenden Punkte. Zuerst möchte ich dir meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann werde ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Heute präsentiere ich das Thema Büro mit dem Fahrrad. Ich spreche über die folgenden Punkte. Zuerst möchte ich dir meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann werde ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Heutzutage können wir mit vielen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, zum Beispiel mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem U-Bahn und so weiter. Heutzutage können wir mit vielen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, zum Beispiel mit dem Auto, mit dem Bus und mit dem U-Bahn und so weiter. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich fahre jeden Tag mit meinem eigenen Auto ins Büro. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich fahre jeden Tag mit meinem eigenen Auto ins Büro. Aber ich finde es gut, dass wir mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Das ist gut für unsere Gesundheit und auch für die Umwelt. Aber ich finde es gut, dass wir mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Das ist gut für unsere Gesundheit und auch für die Umwelt. Ich denke, dass mit dem Fahrrad ins Büro gehen ist die beste Option. Auch ist es eine gute Entscheidung für Gesundheit oder Fitness und Natur. Obwohl ich selbst nie das Fahrrad benutzt habe. Ich denke, dass mit dem Fahrrad ins Büro gehen ist die beste Option. Auch ist es eine gute Entscheidung für Gesundheit oder Fitness und Natur, obwohl ich selbst nie das Fahrrad benutzt habe. Jetzt möchte ich über die Situation in Delhi sprechen. In meiner Heimatstadt sehe ich die meistens armen Leute Rad fahren. Ich denke, der Grund ist der Verkehr und es dauert viel Zeit, um das Büro zu erreichen
und es ist auch ein bisschen langweilig. Jetzt möchte ich über die Situation in Delhi sprechen. In meiner Heimatstadt sehe ich die meisten armen Leute Radfahren. Ich denke, der Grund ist der Verkehr und es dauert viel Zeit, um das Büro zu erreichen und es ist auch ein bisschen langweilig. Jetzt spreche ich Vorteile. Es reduziert die Luftverschmutzung und sie bleiben immer aktiv und gesund. Jetzt spreche ich Vorteile. Es reduziert die Luftverschmutzung und sie bleiben immer aktiv und gesund. Jetzt spreche ich die Nachteile. Einerseits ist Radfahren gut für die Umwelt, andererseits ist es nicht für Langstrecken geeignet und es ist ein sehr langsames Fahrzeug. Manche Leute wissen nicht, wie man Fahrrad fährt. Jetzt spreche ich die Nachteile. Einerseits ist Fahrradfahren gut für die Umwelt, andererseits ist es nicht für Langstrecken geeignet und es ist ein sehr langsames Fahrzeug. Manche Leute wissen nicht, wie man Fahrrad fährt. Ich halte es für eine gute Idee, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren und ich denke, es ist eine gute und billige Bewegung und es ist gut für die Umwelt. Ich halte es für eine gute Idee, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren und ich denke, es ist eine gute und billige Bewegung und es ist gut für die Umwelt. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So guys, I hope you enjoyed this themas topic. Yes, I know you enjoyed it. And guys, if you have not repeated, like you have to repeat this thema topic. Suppose you have read one line or you have listened one line from us, so you have to repeat it, or you can rewrite also. For your listening and writing skills, both will be increased, and if you will be speaking it again, then yes, speaking skills will also increase. So make sure you are doing it. If you haven't done, then please go back and do it, so that this video can help you as much as we want to get you help. So guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed it, you loved it, and if you have any topic, anything, then please comment me down below. And yes, we are having extra surprise discount. Whosoever is watching this video, the discount code is Gyan new video, and if you want to enroll for any level, any course, anything, then 10% extra discount you'll be getting. So yes, enroll right now, and yes, you will be having my WhatsApp number, which is 9643433078 so you can just WhatsApp me your query and right away you will get the answer. Thank you so much for watching this video and keep learning German with German Gyan. Cheers!